Aus Konstanz zugeschaltet ist jetzt Professor Daniel Thüm. Er ist Europa- und Völkerrechtler. Schönen guten Abend. Guten Abend nach Berlin. Lassen Sie uns einzelne Punkte vielleicht noch mal aufgreifen und die noch mal analysieren. Die SPD sagt jetzt zum Beispiel, die EU-Außengrenzen sollen stärker geschützt werden, aber auch gleichzeitig gibt es ein klares Nein zu sogenannten Pushbacks. Ist das nicht ein Widerspruch in sich? Das ist der Widerspruch, der die europäische Asylpolitik seit Jahrzehnten begleitet, dass einerseits jeder einen Asylantrag stellen kann und der wird dann auch reingelassen, aber andererseits will man einen effektiven Außengrenzschutz und das passt natürlich nur begrenzt zusammen. Und wenn ich mir das SPD-Programm insgesamt anschaue, da sind da natürlich lauter Worte drin, die irgendwie nach einer klaren Politik klingen, aber im Kern ist es ein dezidiertes Weiter so. Wenn ich mir das als Juraprofessor anschaue, dann habe ich kein einziges Projekt identifiziert, wo man Gesetze ändern müsste. Das heißt, der SPD geht es wirklich darum, das System, wie wir es haben, auch so in die Zukunft zu tragen. Sie wollen einfach nur alles besser anwenden, besser machen als bisher, aber im Kern soll alles so bleiben, wie es ist. Und wären Zurückweisungen an den Grenzen juristisch machbar, wenn unsere Nachbarländer sich weigern, diese Menschen wieder aufzunehmen? Die Regierung Österreichs hatte ja vor einigen Wochen entsprechende Einwände, als die Diskussion hierzulande dann aufkam. Das ist in der Tat ein ganz relevanter Punkt. Da haben mir persönlich die Grünen zum Beispiel sehr gut gefallen. Nicht, weil sie gegen Pushbacks oder Zurückweisungen an die deutschen Grenzen sind, sondern weil die Grünen erkannt haben, dass eine nachhaltige Integrationspolitik und auch die nächste Bundesregierung eine ganz zentrale Rolle auf der europäischen Ebene spielen wird. Das spielt im grünen Parteiprogramm eine große Rolle, auch wenn man dann gut oder schlecht finden kann, was sie da in der Sache fordern. Bei der CDU, CSU kommt es nur so am Rande vor. Da steht drin, man will neue Initiativen mit Frankreich und Polen ergreifen. Aber welche das sind, darüber schweigt die Union. Stattdessen setzt die Union ganz auf die Zurückweisung an deutschen Grenzen. Das kann auch kurzfristig wirken. Langfristig braucht man dann aber einen Plan für den Tag danach. Und da deutet die Union nur an, dass sie alles in Europa anders machen will. Vielleicht ist es dann aber auch ganz schlau, das offen zu lassen und zuerst mal nur das Kurzfristige ins Zentrum zu stellen. Da würde ich ganz gerne noch mal einhaken wollen. Bei den Grünen nämlich. Die bekennen sich ja zur Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems, kurz GEAS. Das soll jetzt menschenrechtskonform umgesetzt werden. Für mich als Laie hört sich das nach leeren Worthülsen an, denn wir haben ja gerade eben schon gesagt, diese Asylreform bzw. die Reform des Grenzschutzes, die funktioniert doch gar nicht auf europäischer Ebene. Also die Grünen bleiben ganz klar bei ihrer Linie. Sie wollen die Menschenrechte, den Schutz, die Integration in den Vordergrund stellen. Das gilt für die Migrationsinnenpolitik. Da kommen zwar Abschiebungen vor, es dürfen nicht alle bleiben, aber es kommen ganz, ganz viele konkrete Instrumente vor, mit denen man auch Abschiebungen erschwert, indem man etwa Bleiberechte, Legalisierungsoptionen gewährt. Und genauso ist es auch auf europäischer Ebene. Da werden schon sehr viele konkrete Maßnahmen angesprochen, aber das sind alle Maßnahmen, die in die Richtung mehr Schutz, mehr Menschenrechte gehen. Also ist sehr viel Konkretes bei den Grünen drin. Aber alles natürlich in die Richtung mehr Schutz, mehr Menschenrechte, mehr Integration. Von daher, wenn man die Wünsche der Bevölkerung so versteht, dass man weniger Asylbewerber möchte, dann wird man das bei den Grünen sicherlich nicht erreichen. Die Union will erreichen, dass Ausreisepflichtige nur noch Leistungen nach dem Prinzip Bett, Brot und Seife bekommen. Wäre das denn nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2012 überhaupt möglich? Das testet die Grenzen des Rechts aus und Sozialleistung ist nur das eine Beispiel. Zurückweisungen an der Grenze sind ein anderes Beispiel. Und auch die Forderung, den subsidiären Schutz abzuschaffen, das ist ein drittes Beispiel, den subsidiären Schutz für Bürgerkriegsflüchtlinge abzuschaffen, wo die CDU, CSU in ihrem Programm wirklich auch die Gerichte unter Umständen herausfordert. Und da müssen jetzt auch die Gerichte entscheiden, ob sie bei ihren großzügigen Urteilen bleiben, die teilweise noch gar nicht so alt sind. Sie haben es ja gerade selber gesagt, zu den Sozialleistungen stammt das großzügige Urteil von 2012 und die Union will jetzt dahinter zurückgehen. Das wäre, glaube ich, keine Herrschaft des Unrechts, wenn wir jetzt wieder eine Rechtsprechung wie in den 90er Jahren hätten. Aber genau das versucht die Union zu erreichen und da wird es unter Umständen auch Konflikte mit den Gerichten geben und da müssen auch die Gerichte entscheiden, ob sie bei der großzügigen Linie bleiben oder vielleicht auch teilweise wieder ein bisschen zum Status quo ante zurückkehren. Sagt der Europa- und Völkerrechtler Professor Daniel Thüm. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Danke Ihnen.